Was in Deutschland gesetzlich verboten ist, ist das Angeln ohne vernünftigen Grund. Wir haben in Deutschland immer eine entnahmeorientierte Begründung für Fischerei. Also Fischerei ist sozusagen eine Nutzung von Fischen im Sinne der Entnahme. Im Unterschied zu England, wo die Angelei aus dem Landadel entstanden ist, sozusagen aus den Field Sports und sozusagen diese spielerische Nutzung der Umwelt viel stärker sozial verankert ist. Catch and Release gelangt dann in die kritische Debatte, wenn der Angler eben mit der vorgefassten Intention ans Wasser fährt, gar keinen Fisch mitnehmen zu wollen. Und hier kommt es eben zu einem kulturellen Konflikt zwischen einer neuen Generation von Anglern, die viel angeln, die sich auch inspirieren lassen von anderen Ländern, und einer konsumtiven Grundeinstellung der deutschen Anglerschaft. Wenn ich mich hier alleine umschaue, da brauche ich nicht unbedingt einen Fisch zu fangen. Ne? Das entschädigt mich alleine schon. Muss man wirklich noch Fische besetzen? Kann man auf seine natürliche Reproduktion bauen? Hat man die Möglichkeit, einfach auch seine Forellen zu fördern? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Diemel im Sauerland. Mit zwei Jungs treffen wir uns da, die dort ein paar Kilometer gepachtet haben. Und oft wird gesagt, es gibt halt keinen Weg vorbei an den Besatzmaßnahmen, weil halt eben so viel Fisch entnommen wird und der Angeldruck zu groß ist. Und die Jungs, die möchten gerne ohne Besatz arbeiten und einen naturnahen Fischbestand erhalten. Wollen wir mal schauen, was da auf uns zukommt, wie die das machen und wie es funktionieren kann. Mein Name ist Jörg Sareika. Ich bin Gewässerökologe und Biologe von Beruf. Mein Name ist Jens Edigerhausen. Ich bin Landschaftsökologe von Beruf aus. Wir befinden uns hier an unserer Pachtstrecke von unserem Naturschutzverein, die Diemel. Als Angelverein ist man natürlich immer so ein bisschen in der Zwickmühle, dass man auf der einen Seite die Mitglieder zufriedenstellen muss und auf der anderen Seite möchte man eine möglichst naturnahe Bewirtschaftung vielleicht als ökologisch interessierter Mensch umsetzen. Das heißt für uns zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Vereinen, dass wir völlig auf Besatz verzichten. Das Ziel vom Fischbesatz ist immer eine Erhöhung oder naturschutzfachlich auch den Erhalt einer sehr stark abnehmenden Population. Und der Bewirtschafter versucht in der Regel durch das Einsetzen von Jungfischen das Recruitment, das Naturaufkommen zu steigern. Hier ist einfach der Stand der Dinge so, dass die Erfolgsaussichten dieser Maßnahmen sehr gering sind, wenn man Jungfische besetzt. Das ist aber die Größe, die in der Regel für den Besatz empfohlen wird. Es gibt ja ökologische Gründe für den geringen Fischbestand. Setze ich jetzt also neue Fische vor den Engpass aus, also zu klein, kaufe ich mir nicht einen höheren Fischbestand, sondern ich kaufe mir eine Veränderung meines Wildfischbestandes, je nachdem, woher die Satzfische kommen. Wir haben halt Bestandsuntersuchungen gemacht, haben elektrisch abgefischt und geguckt, ob die natürliche Reproduktion in den Gewässern hier funktioniert. Dabei erfahren wir oder bekommen wir wertvolle Hinweise, wie sich der Fischbestand zusammensetzt. Sind alle Standplätze besetzt? Wie ist der Fischbestand generell? Hauptsächlichen Erkenntnisse sind, dass wir einen hervorragenden Bachforellenbestand haben mit sehr großen Anteilen von juvenilen Fischen. Also Fischen auch aus diesem Jahrgang, die also im Frühjahr geschlüpft sind. Oder im Herbst des Jahres. Auf diesen Strecken konnten wir so viel Jungfisch nachweisen. Wir hatten über 600 Fische auf diesen zwei Strecken, sodass eigentlich hier in dem Gewässer die natürliche Reproduktion so gut funktioniert, dass eigentlich kein Besatz mehr nötig ist, um überhaupt hier das Gewässer halt gesund zu erhalten. Forelle 18, Bachforelle 24, Äsche 24. Und das zeigt eben, dass die Bachforelle hier sehr gute Reproduktionsbedingungen vorfindet, aber auch größere Individuen einen passenden Lebensraum finden hier.
Durch das Elektrofischen hat man gesehen, dass wir halt recht wenige große Tiere im Gewässer haben, die natürlich gerade als Laichfisch wirklich besonders wichtig sind. Und dann ist meine Empfehlung eben auf solche Dinge wie das Entnahmefenster zurückzugreifen, also das gesetzliche Mindestmaß als Unterschranke und zum Beispiel bei 2/3 der Maximallänge der Fische die Oberschranke einzulegen, dass also in diesem Fenster scharf befischt wird, wir aber im Prinzip die fischereiliche Sterblichkeit reduzieren und vor allem diese großen Laichtiere im Bestand erhalten. Die großen Fische haben eine große Bedeutung, weil sie als Eireservoir fungieren. Sie haben also eine viel höhere Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit steigt exponentiell mit der Fischlänge an. Und populationsdynamisch, wie ich sagte, eine breite Altersstruktur führt zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Verlaichung, zu unterschiedlichen Orten, wo geleicht wird. Das gesamte Eipotenzial wird auf eine größere Zeit- und Flächenbereich verteilt. Und das ist eigentlich eine entscheidende Pufferfunktion von so einem Bestand. Daher bietet sich auf Grundlage der Untersuchung ein Entnahmefenster von 35 bis 45 cm gut an. Ich würde jedem weiteren Verein immer empfehlen, an den amtlichen Monitoring-Befischungen, also im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie, teilzunehmen und dann eben auch die richtigen Fragen zu stellen oder die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Muss man wirklich noch Fische besetzen? Kann man auf seine natürliche Reproduktion bauen? Hat man die Möglichkeit, einfach auch seine Forellen zu fördern? Wenn man in Österreich mit der Fliege fischt, gibt es halt sehr unterschiedliche Gewässer. Ich denke, der größte Unterschied zu vielen anderen Gewässern ist die Strömungsgeschwindigkeit. Das macht es für den Fischer oft nicht ganz so einfach. Man muss die nötigen Fertigkeiten haben, um eine gute Drift zu fischen und dann auch eben erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt hier an der Alm und der Laudach die Möglichkeit, dass wir eben aktiv bei der Bewirtschaftung und beim Besatz mitarbeiten. Grundsätzlich gibt es auch kein Catch-and-Release-Verbot. Also es ist dem Angler in vielen Bundesländern noch freigestellt, den Fisch auch zu releasen, also freizulassen. Ich denke, dass dieses Prinzip das nachhaltigste ist. Es muss dem Angler freigestellt sein, einen Fisch auch zurückzulassen. Aber natürlich muss er auch die Möglichkeit haben, einen Fisch mit nach Hause zu nehmen, um ihn dann zu verzehren. Das ist das uralte Prinzip eigentlich des Angelgehens, die Grundidee dahinter. Die sollte dem Angler auch nicht abgesprochen werden. Wir versuchen natürlich jetzt in unseren Gewässern das ganze Gleichgewicht im Fluss mit den Fischen so natürlich wie möglich zu halten, was nicht immer ganz so einfach ist, durch das, dass wir auch logischerweise Verbauungen haben. Die erste Sache, die wir für uns durchgesetzt haben, war, dass wir die autochthonen Bachforellen, also diese heimischen Fische, die sich auch natürlich weiterverleihen, ganzjährig geschont haben. Das heißt, Bachforellen wie auch Äschen dürfen keine entnommen werden. Ich denke, dass gerade diese Naturbestände, die ja immer in diesem Wasser waren und vor allem die auch nach jedem Hochwasser immer da sein werden, die einfach diesen Widrigkeiten der Natur auch sich entgegensetzen können, dass man diese schützt und versucht dort eben bestmöglich auch vor allem diese Laichfische im Wasser zu halten. Durch das Anbieten dieser Regenbogenforelle auch zur Entnahme haben wir natürlich ein weiteres Schutzelement für die Bachforelle, die wir eben im Wasser halten wollen und die sich eben natürlich weiter verleihen sollte. Ganz wichtig ist allerdings, wie man den Fisch während des Drills und vor allem bei der Landung behandelt. Das Allerwichtigste ist natürlich die Drillzeit so gering wie möglich zu halten. Also ein erschöpfter Fisch ist immer anfälliger, vor allen Dingen auf Prädation nach dem Zurücksetzen. Man sollte im Endeffekt den Drill so kurz wie möglich halten. Natürlich auch ganz wichtig, die Hände immer nass zu machen, damit wir die Schleimhaut nicht verletzen. Den Fisch vielleicht auch nicht in die Höhe hält, sondern nur einfach kurz über das Wasser hält. Man kann das wirklich optimal gestalten und dann die Sterblichkeiten auf nahe Null bringen, gerade bei flach gehakten, geringer Wassertemperatur. Aber wenn man natürlich tief hakt, blutet, hohe Wassertemperatur, dann sterben auch Hechte zu 30–40%. Ich denke, eine sehr, sehr gesunde, ausgewogene Balance zwischen Naturfischen, Catch and Release, aber eben auch einer Entnahme und Besatz ist die Kunst an jedem Gewässer. Also meinen ersten Fisch, das war ein Butt. Schöner, großer, fetter Butt.
Und der ist auch eiskalt in der Pfanne gelandet. Und hat auch herrlich geschmeckt. Also bis zum Fliegenfischen hat es wirklich sehr lange gedauert. Als Jugendlicher kannte ich es eben auch gar nicht. Gell? Ich habe es kennengelernt durch Angelkataloge. Dann kam das halt, dass ich mit einem Angelkollegen, auch bei mir aus dem Nachbardorf, in Westerholz beim Fischen stand. Und dann meinte ich so, eigentlich müsste man für die Meerforellen ja was machen. Weil guck mal, wie reich wir hier belohnt werden. Wir haben hier geilstes Wetter. Wir stehen mitten in der Natur und fangen hier herrliche Fische. Und das Ganze in der Range eines Fliegenfischers. Und so kam es denn, dass wir die Schutzgemeinschaft Langballig gegründet haben. Wir sind das einzige und tragendste Gewässer in Schleswig-Holstein, das eine eigene Population hat, die im Bach sich reproduziert. Und deswegen sind wir auch daran interessiert, dass die Fische mindestens einmal in ihrem Leben zum Laichen kommen. Also die meisten Fische, die in die Au kommen, sind um die 50 cm. Vielleicht 45, vielleicht 55, aber meistens Mittelmaß 50 cm. Und das ist ein laichreifer Fisch. Und mit 40 ist er das noch nicht. Historisch gesehen ist Mindestmaß einfach der Versuch, den Fisch mindestens einmal ableichen zu lassen. Eigentlich muss es begründet werden an biologischen Studien, die eben die Laichreife festgestellt haben. Üblicherweise variiert die aber je nach Wachstumsbedingungen, sodass es eigentlich relativ schwierig ist, sozusagen ein Mindestmaß zu finden, was für alle Gewässer gilt. Sodass es durchaus sein kann, dass in einigen Systemen Fische so schnell wachsen, dass sie eben noch gar nicht geleicht haben. Nachdem wir wieder mal diese Metzelszenen nach der Laichzeit gesehen haben, wenn die ganzen Schlipse da plattgehauen wurden, auf gut Deutsch gesagt, um da die 50 € Spritkosten zu rechtfertigen, da sind wir halt auf die Idee gekommen, warum nicht ein Projekt gründen, das sich eben freiwillig darauf beschränkt, das Maß von 50 cm zu akzeptieren, anstatt der vorgeschriebenen 40 cm. Vorwärts! So muss es sein. Und so ist eben dieses 50 cm Plus entstanden. Ist natürlich ein Spagat, weil in Deutschland ein Releasen ja eigentlich verboten ist. Aber wer die Fische schon in der Hand hatte, der weiß, dass sie unheimlich glitschig sind. Und in der Argumentation kann man da also recht flexibel sein, haben wir gemerkt. Und das ist eigentlich das Problem, was ich sehe. Nicht, dass wir grundsätzlich einnahmeorientiert fischen. Das ist einfach der soziale Zeitgeist, ja? Sondern dass man eben Managementalternativen, Innovationen im Keim erstickt. Und das ist eigentlich das Dilemma, vor dem wir stecken. Es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man an einem Gewässer fischt und man weiß, man hat einen natürlichen Bestand. Das sind Wildfische, die hier abgewachsen sind. Ich glaube, man muss einfach durch Öffentlichkeitsarbeit dokumentieren, dass es auch anders geht. Vielleicht findet dann irgendwo ein Umdenken statt.